Hallo und herzlich willkommen zum 29. Review auf unserem Kanal. Ich bin der Patrick. Ich bin der Salvo. Und heute stellen wir euch den M&P 2.0 vor. Um genau zu sein, geht es um einen Smith & Wesson M2.0 Compact 4 Inch im Kaliber 9 mm. Der M2.0 ist der Nachfolger von der klassischen M&P-Serie von Smith & Wesson. Da hat man einfach diverse technische, Design- und ergonomische Anpassungen gemacht. Die Pistole gibt es nebst Compact auch als Full-Size und Subcompact-Variante. Da sind verschiedene Kaliber, wie zum Beispiel 9 mm, 10 mm, 40er Smith & Wesson und 45 ACP. Seit nicht so langer Zeit gibt es die Modelle auch als Metal-Ausführung. Die haben dann ein Aluminium-Griffstück anstatt eins aus Kunststoff. Unser Modell ist in einer Kartonschachtel geliefert worden. Da gibt es aber noch zu sagen, dass wir das auch schon bei der ersten M&P-Serie die Erfahrungen gemacht haben, dass es gibt solche, die in Schachteln kommen und solche, die mit Koffer ausgeliefert werden. Aber ja, unseres kommt in einer Kartonschachtel. Im Lieferumfang dabei haben wir natürlich die Pistole selber, wo bereits das eine Magazin drin ist. Dann haben wir noch diverse Dokumentationen, ein Hinweis für die in Kalifornien wohnen, eine Registrationskarte und eine Bedienungsanleitung mit Text und Bildchen. Dann in der Ecke hier versteckt haben wir ein zusätzliches Magazin. Zudem so zwei Aufsätze. Die sind für all die, oder wenn man sich zu einem späteren Zeitpunkt einfach ein 17-Schuss-Magazin kaufen tut, wo halt für das reguläre Griffstück ist wie die M&P-Serie, damit es halt unten nicht so ein bisschen rausschauen tut und dass es bündig aussieht. Dann die verschiedenen Aufsätze für das Griffstück. Ein Chamber Flag und ein Waffenschutz. Und das ist der Lieferumfang von dieser Waffe. Bei der M&P 2.0 handelt es sich um eine Striker-Fired-Pistole mit einem Single-Action-Abzug. Sie wiegt 765 Gramm. Der Schlitten besteht aus Metall, also Stahl. Hinten dran hat es so Riffelungen und vorne auch ganz fein. Oben drauf hast du noch einen Loading Indicator, wo du siehst, ob jetzt eine Kugel im Lauf ist oder nicht. Der Lauf an sich ist ca. 10 cm lang. Das untere Gehäuse ist aus Polymer mit Stahlverstärkungen hergestellt. Das Griffstück verfügt über rauchige Texturierungen für eine bessere Griffigkeit. Zudem kann man den Rücken vom Griffstück ersetzen durch Einlagen in
diversen Grössen. Zum Backstraps austauschen muss man zuerst das Magazin rausnehmen. Dann das Teil hier, wo gerade noch die Lasche ist für den Lanyard, um ein Vierteldreieck drehen. Da spielt es keine Rolle, nicht gegen oben oder gegen unten. Und dann kann man da den Halterungsstift rausnehmen. Und jetzt kann man die einfach so von unten rauslupfen und dann einfach die passend nehmen, die man möchte. Die haben dann immer da so eine kleine Lasche. Die kommt da oben rein. Einfädeln. Abdrücken. Und dann den Halterungsstift wieder einfädeln und arretieren. Es sind 4 verschiedene Grössen im Lieferumfang dabei. Im unteren Bereich hat es eine kleine Öse, wo man einen Lanyard montieren kann. Zudem verfügt die Pistole im vorderen Bereich über eine kleine Picatinny-Schiene, wo man ein taktisches Licht oder die Bewilligung dazu haben, einen Laser montieren kann. Der Schlittenfanghebel befindet sich auf der linken und auf der rechten Seite. Den Magazinauslausknopf kann man nur von einer Seite bedienen. Ab Werk ist er so montiert, dass er von der linken Seite bedienen kann. Man kann ihn aber auch rausnehmen und kehren für die Linksschütze, dass man ihn dann von der rechten Seite betätigen kann. Das Magazin ist aus Stahlblech mit einem Polymerboden. Das fasst 15 Schuss. Und wie man im Unboxing schon gesehen hat, hat es noch so Erweiterungsstücke dabei für die normalen Magazine, also sprich 17 Schuss Magazin von der Full-Size M&P haben, dass man die Magazin rein tun kann, dass es schön bündig ist. Der Abzugsweg ist, ich würde sagen, in einem Mittelmaß. Der ist nicht extrem kurz, aber auch nicht extrem lang. Der Druckpunkt ist gut erkennbar. Der Reset-Weg ist eigentlich auch eher Durchschnitt, würde ich sagen. Der Reset-Punkt ist dort aber wieder eigentlich eher gut zu erkennen. Dann war eigentlich noch in Anführungszeichen speziell ist, dass es eine Abzugssicherung hat und das Abzugsgewicht ist 2,4 Kilo. Kimme und Korn verfügen jeweils über weisse Punkte, die das Zielen vereinfachen. Beide Visierungen sind horizontal verschiebbar. Zudem verfügt die Kimme im Vorderbereich über eine flache Kante, die dafür da ist, dass man den Schlitten auch einhändig manipulieren kann. Der Rückschuss liegt in einem normalen Rahmen für eine 9 mm Pistole mit Polymergriffstück. Was uns aber sehr überrascht und überzeugt hat, war unser Schusstest, weil mit dieser Pistole haben wir wirklich ein exzellentes Schussbild schiessen und das mit bis jetzt der kleinsten Streukreis, den wir jemals geschossen haben.
Mein Fazit zu der M&P 2.0 ist, ich würde sagen, relativ ähnlich wie zu der normalen M&P. Es ist eine mega coole Waffe zum Schiessen. Sie ist, liegt gut in der Hand, der Abzug ist gut. Es ist einfach durchwegs eine gute Waffe. Was jetzt zum Beispiel, wenn jetzt ein M&P schon hast, finde ich, ist der Upgrade auf ein M&P 2.0 meiner Meinung nach nicht nötig. Weil für mich ist die Waffe wie zu ähnlich zu der M&P 1.0. Aber wenn du jetzt noch keine hast, kann man sich sicher mal überlegen. Gerade eben, weil es wirklich durchwegs eine super Waffe ist. Gerade auch mit 4 Griffstücken, die kannst individualisieren kannst. Das wirklich eigentlich perfekt auf deine Hand kannst anpassen. Und natürlich auch das Schussbild war hervorragend. Da kann man wirklich grundsätzlich nichts dagegen sagen. Also ich finde es auch ganz eine lässige Pistole. Wie es der Patrick schon gesagt hat, eben präzisionstechnisch und halt eben allgemein M&P, also wirklich top. Ich finde auch, dass man also die gewissen Ausbesserungen, die sie jetzt gemacht haben in der 2.0-Serie, sprich die Ergonomie vom Griffstück und halt eben, dass man noch zusätzliche Grösse dabei hat. Das ist jetzt zum Beispiel für mich persönlich genau die Grösse, die gefehlt hat bei dem M&P 1.0. Also ja, finde ich, die liegt wirklich besser in der Hand als der Vorgänger. Was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, ist einfach die Texturierung, die die Waffe hat, die ist im Gegensatz zum Vorgänger recht aggressiv. Also ich würde jetzt sagen, wenn man nicht mit Händchen schiessen tut, dann muss ich sagen, dann würde ich sie wahrscheinlich eher weniger empfehlen, wegen, ja, es ist schon fast ein Raspeln da hinten dran und auf der Seite. Aber ja, schon mit leichten Händchen merkt man es nicht mehr, dafür ist sie wirklich schön griffig, sie hebt recht gut, oder? Ja, also schlussendlich würde ich sie wirklich jedem empfehlen, der halt auf der Suche nach einer guten, zuverlässigen 9 mm Pistole ist. Ja, das ist der M&P, oder? Danke an STO Spitz, dass wir dort unsere Schussaufnahmen machen dürfen. Danke euch natürlich auch fürs Zuschauen bei diesem Video. Wie immer würden wir uns über jeden Like, Kommentar und einen neuen Abonnent freuen. Detailbilder findet ihr auch wie immer auf unserem Social Media Account, also Facebook und Insta. Und das war es eigentlich von dem Video und ciao zusammen.